geht jetzt weiter mit unserem nächsten Talk. Und zwar geht es über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz steht bei so vielen Markenunternehmen ganz oben auf der Agenda, aber die spannenden Möglichkeiten dieser Technologie können manchmal schwer zu priorisieren und verstehen sein. Um über die Vorteile von KI bei der Optimierung des mobilen Handels, der Freisetzung von Kreativität und der Förderung von Kundenbindung zu diskutieren, möchte ich jetzt gerne Manuela Stadelmann, Britta Domeyer und Benjamin Messner begrüßen. So, jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid heute. Ganz spannende, tolle Gäste. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz erzählen, wer ihr seid und was genau ihr macht für unser Publikum hier. Hallo, ich bin Manuela, ich bin ursprünglich aus der Schweiz, wohne aber seit einiger Zeit in London, wo ich für englische Mode- und Beautyhäuser arbeite, zurzeit bei Penhaligon's. Das ist eine englische Luxusmarke im Parfümbereich und ich leite dort das Head of Product Marketing und Customer Experience. Das ist einerseits Produktdesign von neuen Produkten, neue Düfte zu entwickeln und andererseits aber auch, was für Services und Erlebnisse wir anbieten in unseren Boutiquen, in unseren Physical Spaces und da kommen auch sehr viele von diesen neuen Entwicklungen zum Zug natürlich. Super. Hallo, ich bin Benjamin Messner. Vielen Dank, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf. Sehr schönes Event. Ich bin seit 2019 hier in München bei Bogner für den Bereich Digital verantwortlich. Das bedeutet E-Commerce auf bogner.com und Marktplätzen. Das bedeutet CRM und eben auch digitales Marketing. Ich bin die Britta, freut mich auch da zu sein. Ich leite das sogenannte Partner Development Team innerhalb unseres Digital Wholesale Pillars in Adidas Europe. Das bedeutet, mein Team ist in ganz Europa verteilt und ist für das digitale Wachstum mit unseren wichtigsten Wholesale-Partnern europaweit verantwortlich. Das heißt also Sellout und Market Share Growth ist das, wonach wir suchen mit den wichtigsten Partnern. Pure Player wie ein Zalando, About You and the Likes, aber auch Omnichannel Player, mit denen wir arbeiten. Wow, spannend, tolle Jobs auf jeden Fall. Und Schweizerdeutsch, lieben wir. So, Britta, dann fangen wir doch gleich mal mit dir an. Ich weiß, dass Adidas einige faszinierende Fortschritte in der künstlichen Intelligenz gemacht hat, von KI-generierten Avataren bis hin zum KI-gesteuerten Produktdesign. Kannst du uns einen kurzen Überblick über einige der Höhepunkte geben, bei denen KI bei Adidas eine Rolle spielt? Mache ich gerne. Also im Endeffekt kann man es ja so external, also ich entschuldige mich schon mal für mein furchtbares Denglisch. Es ist eine Katastrophe, aber kann ich nichts dagegen machen bei den Begriffen, die wir verwenden. Es gibt natürlich konsumentenseitige Innovationen, wie du hast es angesprochen, vor allem im Gaming-Bereich, was für Gen Z extrem wichtig ist und daher für uns auch. Vielleicht gehen wir da später noch mal kurz drauf ein. Und dann mehr Internal-Facing-Anwendungen. Und eigentlich, wenn wir jetzt wirklich über die einflussreichsten sprechen, würde ich sagen, sind die internen, in denen wir die größten Fortschritte und auch so die größten Hebel eigentlich für uns als Unternehmen sehen. Und da kann man eigentlich KI-Anwendungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette anschauen. Also es geht von Produktdesign über Sourcing, Planning, Procurement, Vertrieb, sehr, sehr viele Anwendungen. Und vielleicht, um einfach mal 3 oder 4 hervorzuheben, also ein sehr intern getriebener Ansatz ist natürlich der Copilot. Ich glaube, das kennt fast jeder hier. Viele Firmen arbeiten damit, aber verändert definitiv die Art, wie wir arbeiten miteinander, ist eingefügt in alle Microsoft-Anwendungen, mit denen wir intern arbeiten und hat jetzt schon wirklich große Effizienzsteigerungen für uns in den Teams hervorgerufen. Andere Sachen sind beispielsweise, wenn wir uns das Produktdesign anschauen, wir haben eine sogenannte AI-Archive-Funktion, wo unsere Designer Produkte designen können mit Hilfe von AI. Da geht es dann um historische Daten, über 150.000 Sneaker-Designs, mit denen das trainiert wurde. Und hier können wir innerhalb von Sekunden neue Produktdesigns generieren, wo es sonst wirklich viel, viel länger natürlich gedauert hat. Und das hilft unseren Designern immens. Andere Anwendungen, und Silvia und Antje hatten es vorhin auch schon angesprochen, das ganze Thema Product Copy, wie wir es nennen. Also da geht es vor allem darum, wenn wir unsere sogenannten Sell-ins haben mit unseren Wholesale-Kunden, wo die sehr früh jetzt beispielsweise gerade momentan für Spring Summer 25 sind wir in den sogenannten Sell-ins, wo unsere Kunden dann Produktbeschreibungen in vielen Sprachen brauchen, wo wir nur Samples bisher parat haben, wo natürlich die ganze Range erst gebaut wird. Und da müssen wir sehr, sehr schnell sehr viel Information zur Verfügung stellen. Und da können wir schon im Millionenbereich Production Costs sparen, jährlich, indem wir da mit AI zusammenarbeiten. Und ein anderes Thema ist das sogenannte Reorder Recommendation, etwas, wo wir bereits auch ohne KI mit historischen Daten unseren Wholesale-Kunden
Recommendations zur Verfügung stellen können, die und die Produkte, da habt ihr noch so und so viel in Stock, das und das wurde so schnell abverkauft, da stehen wir in der Saison, hier müsst ihr nachordern. Und da jetzt schon werden auch beispielsweise Google Trends mit einbezogen. Wir haben ein ganz aktuelles Beispiel, das DFB-Jersey, das pinke Away-Jersey, mega durch die Decke gegangen. Wir wissen, dass dieser Bedarf bei den Kunden einfach noch, Konsumenten noch andauern wird, wissen aber auch ganz genau, da wird ein harter Cut-off sein, spätestens wenn Deutschland rausfliegt, wird das kein Mensch mehr kaufen wollen. Da ist es sehr klar, jetzt nachordern, aber dann ist Schluss. Aber was ist denn mit anderen Footwear-Franchises zum Beispiel, wo wir gerne jetzt mehr in dieses Predictive Planning reingehen würden und sagen würden, woher erkennen wir denn, welche Trends uns ins Haus stehen und wie können wir denn da die Recommendations mehr nach vorne gerichtet auch an unsere Wholesale-Kunden stellen. Und das ist ein Riesending gerade für uns. Ich frage mich immer, wie war das denn früher, wo es sowas nicht gab? Also wir haben extrem schlecht geplant. So, Manuela, während KI oft als Backend-Tool betrachtet wird, hat Penhaligons auch interessante KI-gesteuerte Funktionen in der Kundenerfahrung implementiert, wie zum Beispiel das Alice-Dufterlebnis, das vor einigen Jahren eingeführt wurde. Kannst du uns etwas über die Rolle solcher Entdeckungswerkzeuge erklären? Weil es ja total spannend auch. Sehr gerne. Um ein bisschen Background zu geben, also eigentlich ist es im Parfümerie so, dass wenn man nach 4, 5 Düften, die man probiert, ist eigentlich die menschliche Nase nicht mehr fähig, die Gerüche unterzuscheiden. Das heißt, alles riecht gleich. Selbst mit Kaffee, das ist so die Schwelle, wo nachher alles gleich riecht. Und deshalb ist es eigentlich für Marken wie Penhaligons, die über 50 verschiedene Parfüme haben, war das schon immer eine Kunst, dass vor allem früher der Kundenberater durch die richtigen Fragen erforscht, was genau für Duftpräferenzen man hat. Während der Pandemie musste man natürlich auch umsatteln, um das auch über digitale Kanäle zu ermöglichen. Und so ist eigentlich diese Technologie entstanden, die für Penhaligons als Magic Monocle gelauncht wurde. Das funktioniert eigentlich sowohl zu Hause, online, aber auch in einem Store. Wenn man in den Store kommt, hat man einen QR-Code und danach scannt man mit dem Mobile Phone verschiedene Produkte, also die realen Flaschen von den Produkten. Und das generiert dann von einer riesigen Datenbank von Wissen zu diesen Parfümen, was für Ingredienzen sind darin, was sind das für Duftfamilien, wozu dieses Parfüm gehört und zeigt einem gleichzeitig auch auf, was gibt es für ähnliche Parfüme, die vielleicht die gleichen Ingredients haben. Man kann so verschiedene Parfüme erkundigen, ohne sie eigentlich schon sprayen zu müssen. Und es wird einem zum Beispiel auch aufgezeigt, so wie man vorher von Swarovski, wie wir auch von Swarovski gehört haben, es wird auch angezeigt, was gibt es für andere Produkte, zum Beispiel, die vielleicht nicht ausgestellt sind, aber die man auf Lager hat und die man so auch sogenannte Recommendation zugeführt bekommt. Und ich denke, was interessant ist, das sind wirklich diese Connected Stores. In China gibt es schon ganze Concept-Stores, wo man wirklich mit dem Handy eigentlich alles machen kann, von Produkterforschung bis zu in den Warenkorb legen, Größen auszuwählen, zu bestellen und das nach Hause zu liefern. Alles eigentlich man selber durch den eigenen Customer Journey. Und ich denke, was sich wirklich hier entwickelt hat in den letzten Jahren ist, dass es wirklich auf einem Kundenbedürfnis aufbaut und dass eben AI auch durch AI das eine Interaktion mit dem Kunden ist, was man für Präferenzen hat, wo man selber eigentlich dieses personalisierte Erlebnis innerhalb von einem Laden eigentlich für sich selber kreieren kann. Das ist sicher sehr spannend für viele Luxusmarken auch. Ja, das ist spannend, weil ich glaube, heutzutage sind die Leute auch gar nicht mehr so kommunikativ, dass sie gerne in den Laden gehen und mit Leuten reden, also so gerne angesprochen werden. Man ist ja auch lieber an seinem Handy und guckt für sich selbst. Und man sagt, ich brauche keine Hilfe, ich mache das gerne selber. Von daher muss es ja eigentlich auch so sein. Ja, genau. Und ich glaube, die Key, das Wissen oder die Daten, die man hier auch hat, man weiß, wenn solche Apps funktional sind und einem selber was helfen, dann ist man gewillt, die zu benutzen und auch die Daten auszugeben. Das kommt immer darauf an, fokussiert es auf einen Nutzen für den Kunden. Und genau, viele möchten auch gar nicht mehr unbedingt mit allen reden, sondern auch das selbst erforschen. Das ist auch jeder seine eigene. Aber interessante Herausforderung mit Duft, also habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Benjamin oder Ben, kommen wir zu dir. Du bist bei Bogner. Es hat KI bereits begonnen, einige Grundlagen bei Bogner zu beeinflussen, wie zum Beispiel Preisgestaltung und Promotion. Jetzt kannst du uns ja vielleicht mal erklären, wie nutzt du KI bei Bogner, um einige dieser Funktionen zu optimieren? Ja, das ist sicher im Markt so mehrere dieser Einflussfaktoren. Wir sind eine kleine Firma, wir versuchen als Luxusmarke das Thema Preis sehr konsistent zu halten über alle Kanäle und da brauchen wir aktuell keine AI. Bei dem Thema Promotions und auch Recommendations sieht es deutlich anders aus. Da nutzen wir schon eben sehr viel, was eben die Software, die wir im Einsatz haben, zur Verfügung hat und versuchen da natürlich auch alles rauszuholen. Generell, so vielleicht zum Stand, wo wir da aktuell sind, sehe ich AI vor allem als Enabler, also eher generell als Thema, wo wir auch unsere Teams ranführen müssen, dass sie die Technologie und die Prinzipien verstehen
weil auch diese ganzen vielen Tools, also ich möchte gar nicht, dass wir jetzt spezifische Tools überall suchen, die werden am Ende Features von SAP sein oder von Emasis oder von anderen Produkten. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert und was quasi die Prinzipien dahinter sind und auch die Teams ranführen, dass sie keine Angst vor haben. Also einfach Experimente ermöglichen. Für uns heißt es momentan, also konkret eher das Thema Skalierung von Content. Und ich bin auch beruhigt, dass in dem Panel vorher diese Themen auch so genannt wurden und dass wir da jetzt nicht irgendwie an den komplett anderen Themen arbeiten in der Hinsicht. Aber einfach, wir brauchen eben, um Personalisierung zu ermöglichen, um Internationalisierung zu ermöglichen, brauchen wir einfach viel mehr Content in viel mehr Ausprägungen und da kann uns AI natürlich helfen, also sowohl beim Text, bei Übersetzungen, das Thema hatten wir auch, da experimentieren wir gerade mit wie wir das eben deutlich effizienter hinkriegen, aber natürlich auch bei Bildern, wie zum Beispiel für Marktplätze, auf denen wir aktiv sind, zum Beispiel bei Bräuninger, wird der Kopf abgeschnitten. Wir schneiden bei den Bildern den Kopf nicht ab und dann nutzen wir ein Tool, was übrigens, glaube ich, auch sogar ein Bräuninger Spin-off ist, also Auto-Retouch, inzwischen verkauft, aber das Thema hilft uns dabei eben, diese Bilder nur einmal zu schießen und dann eben in allen Kanälen so auszuspielen, wie wir sie eben da brauchen. Das gibt ja die Anforderungen. Interessant. Holger hat es gehört. Für euch werden die Köpfe abgeschnitten. So. Dazu reden wir nachher. Britta, kommen wir zu dir. Du hast die KI-generierten Avatare vorhin schon mal angesprochen und wir haben gesehen, dass sich diese auf verschiedene Arten bei Adidas manifestiert hat. Zum Beispiel wurde ja vor ein paar Jahren, das hatte ich gestern auch gesehen, Ozworld gestartet. Viele Marken haben es schwer gefunden, im Metaverse zu knacken und sind schnell dazu übergegangen, andere KI-Funktionen zu priorisieren. Ist Metaverse eigentlich immer noch so relevant für Adidas? Ist es definitiv, weil es für Gen Z nach wie vor relevant ist. Also im Endeffekt, wir haben einen ganz klaren Konsumentenfokus, sagen wir mal 1998 Jahrgang und jünger, also nicht wir, sind wirklich die, für die das nach wie vor allem im Gaming-Bereich extrem relevant ist. Und wir sind hier selektiv unterwegs und es ist absolut Trial and Error, also das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber haben beispielsweise, also momentan so das Relevanteste für uns ist Roblox, wo wir viel machen, auch eine eigene oder mehrere Kollektionen haben, Weekly Product Drops haben, also für all die nicht in dem Bereich sind, das ist eine riesen Plattform, wo Teilnehmer eigene Spiele kreieren können, miteinander dann in Austausch treten, mit ihren Avataren spielen, Dinge freischalten können und unter anderem eben auch Produkte kaufen können. Also es ist eine ganz eigene Welt und da haben wir auch wirklich Shop in Shop, also unsere eigene Adidas-Welt für diese Spieler. Das sind über 220 Millionen Spieler weltweit, die da aktiv sind und 50% davon sind unter 16 Jahre alt. Und das ist einfach, da erreichst du halt eine Zielgruppe, die wir sonst auch weder über unsere eigenen Ökosysteme noch über unsere Retailer so gut erreichen können. Und da spielt es eine absolut große Rolle. Wir sehen aber auch gerade bei unseren Wholesale-Partnern, die sehr schnell im Metaverse unterwegs waren, also About You war so eine Firma, die ganz, ganz früh so Hypeware da auch gelauncht hat, pausiert das aber jetzt. Genau aus dem Grund, weil es einfach nicht ganz klar ist, wo geht da die Reise hin, wie groß ist das Potenzial und da muss man eben auch so seine Battles sich aussuchen und für uns ist eben gerade dieser Gaming-Bereich nach wie vor groß und sehr, sehr wichtig, aber sehen da auch ein sehr gemischtes Bild, auch mit unseren Partnern. Ja, dieses Metaverse ist für mich ja auch ein Alien, also das ist komplett so, ich verstehe es nicht, warum geben da Leute Geld für, also vor allem Kinder und also wow, immer wieder faszinierend. So, jetzt ist ja ähnlich bei Penhaligon's mit KI-Bildern experimentiert, um die Geschichte auch sehr spannend, von William Penhaligon und seiner viktorianischen Duftwerkstatt zum Leben zu erwecken. Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie digitale Tools dabei helfen, die Markengeschichte zum Leben zu erwecken? Sehr gerne. Ich denke, hier gehen wir jetzt wirklich über zu Kreativkampagnen und nicht CRM oder so, sondern wirklich kreativen Kampagnen. Und hier ist es für mich immer wichtig zu sehen, man muss sich schon fragen, man ist hier immer noch in einer Experimentierphase mit vielen Marken. Wird das funktionieren? Macht man das in Zukunft oder nicht? Und ich denke, da stellt sich die Frage für eine Marke, was hat man eine Positionierung zu solchen Technologien und ist man da eher ein Early Adopter oder nicht? Ich denke, in den Kampagnen sind momentan eher die Early Adopters, für die das wichtig für das Markenbild ist, wozu Penhaligon's auch gehört. Und das macht für mich Sinn, weil Penhaligon's eine Kommunikation hat, die sehr fiktiv, sehr surreal ist, viele Collagen-Elemente, viele Animationen-Elemente verwendet.
Wir benutzen beispielsweise, wir haben nie reale Modelle, also nie Personen fotografiert, sondern eher zum Beispiel mit vielen Illustrationen gearbeitet. Und eine von diesen Exekutionen mit dieser letzten Kampagne für Potions Collection war, dass anstatt eine Illustration von William Penhaligon zu verwenden, war das ein Avatar. Und das macht für mich Sinn, weil das ist so ein bisschen der Next Step von was man eigentlich schon verwendet hat. Gleichermaßen für die Collagen wurden Bilder mit AI generiert, weil, wie gesagt, das kommt so von der viktorianischen Zeit. Das würde man sowieso irgendwie suchen, normalerweise ein Mensch. Jetzt sucht es und generiert es einfach AI und ein Mensch bringt es aber in den Collagen wieder zusammen. Und ich glaube, hier sieht man so ein bisschen, dass es ein iterativer Ansatz ist, der so ein bisschen eine Evolution der Markengeschichte. Ich glaube aber, was ja auch super interessant ist oder sehr wichtig ist zu sagen, das hat nie den Ansatz, real zu sein. Man merkt immer, das ist irgendwie surreal und eine fiktionale Story und deshalb, glaube ich, funktioniert das für die Marke auch sehr gut. Ich denke, wir sind hier ein bisschen an einer Schwelle, wo sich das wechselt, wie die Kunden das sehen. Wenn ich denke, für mich war so vor einem Jahr mit dieser Jacquemus-Kampagne von diesen großen Bergs, die da durch die Pariser Straßen gefahren sind, das war noch CGI-generated und das hat so ein bisschen angefangen, wo die Leute gedacht haben, oh, ist das echt oder nicht? Aber das war irgendwie noch lustig, weil das war ja auch so ein bisschen eine PR-Kampagne und man wusste, nein, das ist nicht richtig und viele andere Marken haben das in vielen Städten kopiert. Jetzt, wenn ich Instagram öffne, sehe ich sehr viele Bilder von AI-generated Content, die eigentlich reale Personen oder Orte suggerieren, wo ich dann wirklich auch nicht mehr weiß, wie wir vorhin vom Fußballspiel gehört haben, also das ist jetzt irgendwie so echt, also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht, aber ich weiß es nicht und ich glaube, da kommt man zu einem Punkt, wo es auch um Transparenz und Vertrauen von den Kunden zu den Marken geht und viele Marken jetzt schon intern sich nicht so recht wissen, soll man das jetzt deklarieren oder nicht. Und ich glaube, wir sind da ein bisschen an einem Zeitpunkt, wie das früher bei Instagram mit den Sponsor-Posts waren, wo auch irgendwann mal ein Gesetz kommen wird, wo man als Marke das deklarieren muss, weil das sonst einfach so verwirrend für Konsumenten ist. Und ich glaube auch, die Konsumenten das Vertrauen in diese Art von Advertising verlieren, wenn es da nicht gewisse Regeln gibt. Ja, absolut. Ich glaube, Regeln sind total wichtig. Es war ja früher auch, wenn irgendwie, keine Ahnung, für Haare Werbung waren, auf einmal die Frau wunderschöne dicke Haare stand unten mit Extensions. Genau. War so, okay, that's never gonna happen. Genau. Das gibt es momentan nicht. Es gibt keine Regeln und keine Gesetze. Krass, ich dachte, es würde auch eine Regelung geben, dass man sagen muss, wenn das AI-generated ist. Noch nicht? Okay, wow. Ben, bei dir ist es ja so, dass bei Bogner derzeit ein beträchtliches Transformationsprogramm durchläuft. Kannst du uns etwas über die strategischen Prioritäten dieser Transformation und deren Auswirkungen auf das E-Commerce-Geschäft erzählen? Ja, wir sind immer in Bewegung. Das ist Bogner, also auch von der Kultur her. Im Grunde wirken sich, also vielleicht auch die strategischen Prioritäten, die ich jetzt mal so rausgepickt habe, sehr stark auf das Digitalgeschäft aus, weil wir natürlich das größte Schaufenster einmal sind mit, man sieht, ein bisschen mehr als 7 Millionen Besuchen im Jahr. Wie gesagt, wir sind eine kleine Firma. Und andererseits sind wir natürlich auch ein relevanter Vertriebskanal, über den wir unsere Kunden bedienen wollen und eben auch die beste Customer Experience bieten wollen. Einmal ist es vielleicht das Thema Positionierung. Also wir sind jetzt auch sehr dabei, die Positionierung zu schärfen auf diesen Lifestyle, Alpine Luxury haben wir es genannt, was eben die Begeisterung für Sport und Mode ausdrücken soll und gleichzeitig auch so dieses Streben nach Innovation, nach höchster Qualität. Also Willy Bogner hat mal gesagt, so sportliche Qualität oder höchste Qualität in Sportlichkeit. Das sind so die Prinzipien, die wir da auch sehen. Zum anderen natürlich das Thema Produkt, also das Sortiment, was wir zum Beispiel auf Bogner.com zeigen, muss das natürlich optimal widerspiegeln. Also wir fokussieren uns sehr stark auf die 3 Gruppen, also Outerwear, Jacken, dann eben das zweite Strick und eben dann Sweat bzw. Jersey. Und das können wir gar nicht vermeiden, dass wir das da auch genauso präsentieren. Ein drittes ist einfach das Gewinnen von neuen Zielgruppen. Und da sind wir bescheiden und zielen gar nicht auf die Gen Z, sondern auf die, sagen wir mal, 35- bis 50-Jährigen, die wir wirklich deutlich besser engagieren müssen und bekommen müssen und in Kontakt kommen müssen und dauerhaften Austausch, denen das richtige Produkt zu bieten und die einfach zu erreichen. Und da spielen natürlich digitale Marketingkanäle so die Hauptrolle, ne? Und das ist auch natürlich das Effizienteste am Ende. Und wenn wir das vierte anschauen, Internationalisierung, neben unserem Heimatmarkt in Dach, versuchen wir natürlich international auch stark zu wachsen. Und das findet natürlich auch vor allem digital statt, immer in Ergänzung zu dem, was wir eben auch im Wholesale tun. Aber auch da werden wir jetzt in den nächsten Wochen 24 Länder dazunehmen und
brauchen wir wieder AI, um den Content dafür zu bauen. Ne? Und zu übersetzen. Jetzt, Britta, kommen wir nochmal zu dir. Jetzt hat Adidas ja auch ein bedeutendes Großhandelsgeschäft. Wie nutzt denn das Unternehmen Technologie, um Einblicke in die Kunden und deren Bedürfnisse in diesem Drittanbieter-Multibrand-Umgebung zu gewinnen? Ja, also wenn ich jetzt unser Wholesale-Geschäft vergleiche mit unserem eigenen E-Com, gibt es zwei große Unterschiede. Also zum einen natürlich unsere .com-Kollegen, die Konsumenten, die auf unsere eigenen Seiten gehen, die wollen Adidas kaufen, ganz klar. Und wir ownen die Consumer Journey, wie wir sagen. Also wir haben vollen Einblick in alles, was natürlich auf unseren Seiten passiert. Wir jetzt wiederum im Wholesale-Geschäft, wir haben einen extremen Wettbewerb mit anderen Marken. Das heißt, wir müssen als Marke bestehen in diesem Wettbewerb und wir müssen diejenigen Konsumenten für uns gewinnen, die entweder komplett brand-agnostic shoppen oder am liebsten Nike tragen und wie ich gehört habe, keinen einzigen Adidas-Sneaker zu Hause haben, die heute auf der Bühne hätten getragen werden können. Ich muss sagen, die Stan Smith waren zu schmutzig. Hause mal in die Waschmaschine. Ist nicht empfohlen, aber kann man. Ja, und da müssen wir zum einen mit dem Wholesaler arbeiten und den Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Also wir sind natürlich sehr stark davon abhängig, wie offen unsere Partner damit sind, welche Konsumentendaten und auch Consumer Journey Insights sie mit uns teilen. Und zum anderen sind wir auch auf deren technologischen Fähigkeiten angewiesen. Wir können natürlich auf unserer Seite alles testen, machen A/B-Tests noch und nöcher und können daraus Insights generieren. Und da müssen wir natürlich mit unseren Wholesale-Partnern zusammenarbeiten. Und was wir schon machen, ist, wir übernehmen sehr viele Consumer Insights von unseren .com-Kollegen, ganz klar, weil wir natürlich davon ausgehen, dass die Konsumenten, die wir ansprechen wollen, auf denjenigen Wholesale-Partnerseiten natürlich auch sind, sonst wären wir dort nicht präsent und müssen dann eben sehen, gewisse Analogien treffen zum einen und zum anderen haben wir gewisse Digital Shelf Solutions, nennen wir, wo wir so KPI abrufen können und sehen können, wie navigieren denn die Konsumenten auf den Seiten der Retailer und beispielsweise eine Riesenerkenntnis für uns war, dass wir gesehen haben, dass die absolute Mehrheit der Konsumenten auf den wichtigsten Wholesaler-Seiten direkt auf der Produktdetailseite landen. Das heißt, so diese klassische Homepage wird gar nicht passiert, sondern sei es jetzt von Google Shopping oder über Affiliates und so weiter, kommen die Leute direkt ganz, ganz tief in den Funnel rein. Und da müssen wir brillieren. Und da müssen wir Content liefern, der erklärt, der gerade bei technisch schwierigen Produkten all die Informationen bietet, weil ich habe diese Interaktion nicht mit jemandem, der mir was erklären kann, sondern das muss selbsterklärend sein, das muss engaging sein, da müssen Videos dabei sein, da müssen vielleicht Comparison Tables dabei sein, weil konvertieren muss dann da einfach passieren und das zu optimieren, darauf kommt es dann am Ende an. Und da versuchen wir eben auch von .com, wie gesagt, technologische Lösungen auch reinzuholen und auszutesten. Also beispielsweise Virtual Try-On, wir haben es vorhin auch schon mal gehört, ist auch bei uns, also nicht nur bei Swarovski bei den Sonnenbrillen, sondern bei uns auch ein großes Thema, vor allem halt im Bereich Footwear, wo ich mein Handy nehmen kann, um da eben sehr viel besser zu sehen, wie steht mir denn jetzt eigentlich das Produkt. Und so versuchen wir quasi dieses Bild zusammenzusetzen, aber wie gesagt, sind da natürlich in einem sehr großen Abhängigkeitsverhältnis mit den Partnern, was die können und was die machen wollen mit uns. Spannend. Jetzt hast du es eben gerade schon mal angesprochen, man kann das Handy benutzen, um zu gucken, wie was aussieht, oder man kann auch das Handy benutzen, um irgendetwas zu personalisieren oder generell. Manuela, wie schon gesagt, die Luxusindustrie lebt von ihrem Ruf für Personalisierung und Kundenservice. Das hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Wie siehst du denn die Veränderung der Interaktion von Luxusmarken mit ihren Kunden durch KI in der Zukunft? Ich denke, dass im Luxusbereich immer dieser Human Touch wird immer zentral sein. Für mich ist es mehr zu sehen, wie kann AI helfen, diese Kundenberater mehr Informationen und bessere Informationen zu Kunden zu geben und für ein besseres Erlebnis zu sorgen. Es ist für mich so ein bisschen wie man sagt, wenn man Optimist sein will, sagt man zu AI, dass es nicht die Kreativen killt, sondern die Kreativen kreativer macht. Und für mich ist das so ein bisschen das Gleiche, dass es eigentlich die Kundenberater hoffentlich noch bessere Kundenberater macht. Und einerseits gibt es ja am einen Spektrum diese Chatbots, die heute immer noch sehr amateurhaft und sehr roboterhaft sind, aber ich glaube auch da für gewisse Transaktionen wie Returns oder einfache Trackings oder so, denke ich, da ist eigentlich ein Kundenberater überqualifiziert, ein Mensch. Und ich denke, man wird da Entwicklungen haben, dass es auch auf ein Niveau kommt, wie wenn das eine persönliche Interaktion wäre. Andererseits fand ich das Beispiel von Swarovski sehr spannend, weil ich auch glaube, dass es irgendwie da diese Balance gefunden werden muss zwischen
was kann AI machen auf einem Online-Customer Journey und wo wird dann eine Person sozusagen getriggert, also wo macht man einen gewissen Customer Journey online, wo dann sozusagen AI an einen Kundenberater weiter sagen kann, okay, diese Person sollte man jetzt an ein Event einladen oder kann man jetzt irgendwie mit diesem Online-System, also wo findet dieser Übergang statt? Und ich denke, das wird da irgendwie, man muss da die richtige Balance finden. Wenn man mehr zu Personalisierung auf CRM-Seite schaut, gebe ich, wie schon von verschiedenen Personen gesagt wurde, gebe ich recht für Marken heutzutage. Man muss so viel Content produzieren und AI macht möglich, dass man verschiedene Farbkombinationen in verschiedenen Kontexten, verschiedene Personen mit verschiedenen Contents ansprechen kann, auch verschiedenen Textvarianten. Was ich denke, ist hochrelevant und macht diese Kommunikation hochrelevanter. Players wie Farfetch machen das schon seit Jahren und haben deshalb auch eine sehr gute Relevanz mit Konsumenten. Was ich so ein bisschen aus dem Luxusbereich trotzdem denke, ist, dieser Bereich und auch der Mensch lebt von auch eigener Kreativität, Individualität, und AI ist ja immer generiert auf Vergangenem, was in der Vergangenheit, was man, da ein bestimmtes Parfüm, das ich gekauft habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nur noch Content zu diesem Parfüm oder ähnlichen Parfümen haben will. Ich kann ja auch morgen entscheiden, dass ich jetzt jemand ganz anderes sein will und was ganz anderes tragen will. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe oder die Magie des Luxusbereiches, ein bisschen dieses Unerwartete und das Unmögliche oder erst, was man gar nicht wusste, dass man es überhaupt wollte, zu suggerieren. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es nicht so zu dieser Hyper-Personalization kommt, die dann wirklich so spezifisch ist, dass es so ein bisschen, ja, dieser Charme des Unbekannten oder des Unerwarteten oder der Trends sozusagen wegnimmt. Dass man mehr Geld ausgibt, als man eigentlich möchte. Genau. Also Ben, bei euch ist es ja so, Ben Bogner verfolgt eine internationale Expansion und hat ja kürzlich auch sein erstes Geschäft in London eröffnet, weiter in New York und auch in LA. Wie integrierst du denn eigentlich die digitalen Erlebnisse wie Personalisierung oder persönliches Einkaufen, während ihr aber weiterhin international expandiert? Ja, wir fokussieren uns schon auch weiter auf den Dachmarkt, weil das einfach unsere Heimat ist. Aber die Internationalisierung fokussiert sich eben auf EMEA, auf US und eben auf China. Für unsere eigenen Retail-Stores lebt es erstmal sehr stark vom Thema CRM. Also da versuchen wir natürlich, die Kunden zu registrieren, den Kunden Service zu bieten. Auch wenn der Reißverschluss nach 5 Jahren kaputt geht, werden wir den auch reparieren. Und da eben in eine dauerhafte Kommunikation zu kommen. Ne? Ich meine, das klingt sehr, sehr basic, aber es ist natürlich auch relativ viel Arbeit, das eben auch international sicherzustellen. Und das zweite Thema neben CRM ist einfach auch das Sortiment, ne? Dass wir eben klar sagen, wer wir sind und das eben sich überall ausdrückt und das klar, mit einem lokalen Touch, also auch in China ist es natürlich noch mal wichtiger, dass man eben das lokal richtig macht, aber dass wir trotzdem als Brand klar zeigen, wer wir sind. Und jetzt hat Bogner ja auch einen etablierten Ruf im Wintersport natürlich und Skifahren und erweitert sich jedoch auf andere Outdoor-Aktivitäten wie Golf, Reisen und Bademode. Wie nutzt ihr eigentlich die digitalen Tools und sogar Social Commerce, um die Marke neuen Zielgruppen näher zu bringen? Das würde mich mal interessieren. Ja, Wintersport ist die DNA, da kommen wir her, aber wir begleiten eigentlich die Konsumentin durchs ganze Jahr, durch alle Seasons. Also neben den sportlichen Aktivitäten haben wir auch noch ein relativ breites Ready-to-Wear-Programm. Und es geht natürlich stark darum, quasi die Kunden jetzt neu zu gewinnen und eben neue Kunden zu finden. Und auch da würde ich sagen, erstmal relativ basic, wir müssen die Kunden da erreichen, wo sie halt sind. Und das ist bei unserer Zielgruppe schon sehr stark Instagram, auch noch Facebook, muss man ehrlich gesagt sagen. Und da fokussieren wir eben sehr stark auf Social Media und eben auf Paid und Organic in einer sehr engen Kombination. Und wollen damit natürlich die Kunden erstmal erreichen und dann eben zu uns bringen und entwickeln mit unserer Custom Experience. Und Manuela, ich habe noch eine Frage. Unsere Zeit ist schon wieder noch 1 Minute 50 übrig. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Wir reden so viel. Sowohl bei deiner Zeit bei Harrods als auch bei Penhaligon's hast du eine Reihe von Projekten geleitet, um die Marken in neue Märkte und Kanäle zu bringen, insbesondere nach China. Was sind denn einige deiner Erkenntnisse bei der Erkundung neuer Marketinginstrumente, um neue Zielgruppen in Märkten wie zum Beispiel China zu erreichen?
Ja, ich denke, das wurde auch schon in der Opening Speech gesagt. Ich stimme da überein, dass man bei solchen Märkten und neuen Medien schnell sein muss, weil um relevant in diesen Märkten zu sein, ist das sehr wichtig. Und momentan ist da vor allem in China das Thema von Livestreaming und gerade bei Luxusmarken, da ist immer gleich billig und irgendwie es ist nicht unter Kontrolle. Immer bei so neuen Medien ist es immer ein bisschen ein Aufschrei und man hat sehr viele Reservationen. Und ich glaube aber wirklich, um in diesen Märkten zu gewinnen, ist es wichtig, sich diesen Technologien anzuwenden und den richtigen Weg für die Marke zu finden. Also zum Beispiel bei Livestreams, das kann man auf ganz unterschiedliche Arten machen. Man kann das mit Influencern machen, man kann das mit eigenen Kundenberatern machen, man kann das ganz publik machen oder wie zum Beispiel Uhrenmarken wie Breitling machen das in so One-to-One-Settings, also eher als so eine Virtual One-to-One-Consultation. Das gab auch ein ganz spannendes Konzept von Zara Ende letztes Jahr, kein Luxusplayer, aber sehr interessant, weil die haben einen Livestream gelauncht, der sehr konzeptuell war. Das war 19 Minuten lang, was ungewöhnlich ist für einen Livestream und wie eine Fashion Show eigentlich kreiert war, wo man dann aber auch Produkte shoppen konnte, behind the scenes etc. Und ich glaube, das zeigt so neue Möglichkeiten auf, dass es eigentlich, man soll nicht Technologie der Technologie willen machen, aber man muss irgendwie die richtige Nische finden, die für die eigene Marke passt und ja, man kann sich diesen Technologien nicht verweigern, sondern man muss sie passend machen für die eigene Marke. Und ich denke auch gerade in China, das ist so ein spezieller Markt und es gibt so viele Agenturen und lokale Agenturen, die wirklich darauf spezialisiert sind und die wirklich diese Nischenanwendungen für jede Marke in dem Sinn finden können. Und wenn es, Britta, noch eine Frage für dich, wenn es um neue Produkte und Produktgestaltung geht, war ja Adidas schon immer unglaublich kooperativ. Und du hast vorhin ja auch angesprochen, nicht nur mit Marken und Designern, sondern auch mit seinen Kunden, indem es ihnen ermöglichte, mit Adidas unter Verwendung digitaler Tools zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel das Customizing und so weiter. Wie hast du denn die Erkenntnisse aus den eingereichten Designs genutzt, um die Produkt- und Vertriebsstrategie bei Adidas zu optimieren? Ja, also das ist ein ganz interessantes Feld, weil diese Personalisierung war ja vor ein paar Jahren das Ding, ich weiß noch 2016 oder was, wo wir seine M&Ms personalisieren konnten. Ja. Und wir waren auch 2016 in China unterwegs, haben uns die Production Sites angeschaut und da war in jeder größeren Produktionsstätte war auch so eine Personalisierungsecke, wo ich, keine Ahnung, das Gekritzel von meinen Kindern mir selber auf meine Schuhe machen konnte. Wir haben festgestellt, die wenigsten wollen das. Ja? Die wenigsten wollen ihre eigenen Designs sehen. Was die Leute sehen wollen, ist Co-Creation mit eben Influencer, mit Designern, mit Künstlern im weitesten Sinne. Das heißt, eigentlich ist auf Produktseite das ein viel, viel größerer Hebel. Was wir aber gesehen haben, ist der sogenannte User-Generated Content, wo einfach diese Authentizität von Menschen, die sich ablichten mit Produkten von Adidas beispielsweise, aber in einem Umfeld, womit andere sich sehr stark wiederfinden und das zu nutzen auf Wholesale-Seiten, auf unseren eigenen Kanälen, das treibt Conversion, das interessiert die Leute. Also dieser Content, der kreiert wird, ja, aber eben nicht auf Produktseite so sehr, wie wir es gedacht haben, weil also damals zumindest waren es 90% der Leute haben trotzdem die Colorways schwarz und weiß bestellt. Krass. Ja. Wahnsinn. Aber warum meinst du, ist es denn? Haben die Angst davor oder haben die nicht dieses Kreativ? Also ich glaube, dass es wirklich ich will nicht die einzige Person sein mit diesem einen Produkt, das Design, das ich gestaltet habe oder meinen Namen drauf. Ja, ich möchte eben jetzt ganz klassisch den Stan Smith weiterhin drauf haben oder jetzt mit der Gucci Collab oder wo dann einmal der beste Original-Schuh in Jahren war der Prada, weiße Prada-Schuh, wo Prada drauf stand. Ja, das wollen die Leute sehen. Also wenn wir wirklich at scale denken, ist es das, was interessiert. Und dann eben in diesem authentischen User-Generated Content, ja, das definitiv und das nutzen wir sehr, sehr stark und kommt auch immer mehr, aber Produkte nicht in der Masse. Interessant. So, jetzt kommen wir auch schon an die Abschlussfrage und die würde ich gerne euch allen stellen. Wo seht ihr denn die größte Chance für KI oder AI, um in eurem Unternehmen einen Einfluss zu haben? Starten wir mit Britta. Ja, also KI ist ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck an sich. Gell? Deswegen glaube ich, dass es wirklich Probleme, die wir heute mit den bestehenden Technologien schlechter lösen können, wird es uns ermöglichen, schneller und besser zu lösen. Und für mich, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist so eine Wunschvorstellung, dieses Predictive Planning und vor allem dieses Trend Prediction. Also ich habe es vorhin gesagt, bei uns ist TikTok natürlich nach wie vor der wichtigste Social-Media-Kanal für unsere Kernzielgruppe.
Und sobald, und wir haben Taylor Swift heute gehört, wenn Taylor einen von unseren Schuhen anzieht, dann können wir aber darauf wetten, dass das durch die Decke geht und das einfach so ein Demand auslöst, der unbeschreiblich ist. Und was wir momentan machen, ist versuchen, schnell auf diese bestehenden Trends zu reagieren. Aber es gibt Frühindikatoren. Trends entwickeln sich nach bestimmten Mustern und diese Frühindikatoren zu nutzen über die AI, das dann zu projizieren in die Zukunft und zu sagen, welche Trends sehen wir denn voraus und das dann einfließen zu lassen in unsere Produkt- und Volumenplanung, Game Changer. Wow. Ich weiß nicht, wer mag weitermachen, Ben? Ja, ich kann das ja kurz halten. Also Kannst du auch für uns lange wirklich machen, Skalierung und Effizienz jetzt erstmal wirklich konkret. Auch ich sehe das sehr als Tool und wir müssen definieren, was wir damit machen und auch wie wir mit den Gefahren umgehen, weil es gibt einen Content Overload und es wird schwierig zu erkennen, was ist echt. Aber es ist natürlich auch wieder eine Aufwertung von persönlicher Begegnung, von Experience, die man eben in einem Store machen kann. Ja. Manuela? Also ich finde es einerseits interessant, haben wir, glaube ich, nur von dir, Britta, gehört, so ein bisschen wie das Organisation in Unternehmen verändern wird, weil ChatGPT, also Sachen, jeder kann das ja benutzen. Ich finde es spannend, dass diese Applikation eigentlich alles sehr partizipativ ist, ein bisschen wie Social Media das war, was eigentlich jeder kann daran teilnehmen, was nicht heißt, dass jeder daran teilnehmen sollte. Aber ich bin ziemlich gespannt, wie das zum Beispiel, wenn man neue Produkte designt und Kampagnen designt, kann ja jetzt eigentlich jeder da mit ein paar Prompts irgendwie mal was kreieren, in Finance oder wo auch immer. Und ich denke, das ist irgendwie ganz spannend, was das so für die Zusammenarbeit eigentlich bei so Kreativprojekten heißt. Ich denke nicht, dass das unbedingt dann verwendet wird, aber ich glaube, das ist ganz interessant, um halt auch schnell Ideen zu generieren, diese schnell zu visualisieren, was man halt vorher nicht konnte, auch wenn man das dann nicht genauso umsetzt. Ich glaube, das ist irgendwie spannend. Das ist mehr so die strukturelle, organisatorische Seite. Und wenn ich an die Parfüm-Kategorie denke, dann gibt es immer noch das große Mysterium, das niemand gelöst hat, dass niemand online oder via Mobile Düfte riechen kann. Also wenn AI zum Beispiel da irgendwie rausfindet, dass wenn man gewisse Bilder sieht oder gewisse Texte und Musik, dass es dann im Hirn irgendwie die gleichen Muster projiziert wie ein Duft, dann wäre das eine geniale Erfindung. Keine Ahnung, ob das geht, aber wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Danke dafür. Jetzt wollte ich mal schauen, ob es noch Fragen aus dem Publikum, da hinten ist schon mal eine. Gibt es also schon belastbare Daten, was jetzt AI angeht in den Unternehmen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, virtuelle App, meine Return Rates gehen runter. Oder auch bei Duft, wenn ich diese Consumer Journey mitgemacht habe bis zum Ende, kaufe ich ein Neuprodukt, ohne dass ich es gerochen habe und auch kein Return. Also seht ihr schon ein Return on Invest bei dem Invest in diese Technologien? Oder sagt ihr, naja, die sind noch nicht so ausgefeilt? Oder ist eher die Pionierarbeit, die man jetzt leistet, als dass man schon einen wirtschaftlichen Erfolg hat? Also bei uns ist es so, all das, was Konsumentenfacing ist, sind wir noch in dieser Pilot-Phase, würde ich sagen. Es gibt erste Anzeichen, definitiv, aber auch da wäre es zu früh, um jetzt zu sagen, das ist jetzt schon skalierbar oder wirklich belastbar, die Daten. Intern würde ich sagen, definitiv. Also das, was ich am Anfang angesprochen habe mit diesen Produktdaten, das ist nicht das most sexy Thema, aber ein ganz, ganz wichtiges. Und da sehen wir dass die Kosten extrem runtergehen, weil die Effizienzsteigerung ist phänomenal. Und auch hin zum Kunden sehen wir, dass mehr Verständnis, mehr Bereitschaft, vielleicht auch mehr Mut in neue Produkte da ist, weil wir einfach in der Lage sind, früher bessere, umfassendere Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das können wir definitiv jetzt schon sehen. Folgefrage zu der ersten Frage ein bisschen. Wie glaubt ihr, dass die Expertise, die Leute an den Tisch bringen müssen, zum Beispiel in einem Jobinterview in 10 Jahren für einen Designer, wir haben es schon angesprochen, wie sich das verändern wird? Weil vor 10 Jahren musste ich als Designer ein Portfolio vorzeigen können, unfassbar gut malen können. Und heutzutage könnte ich in ein AI-Tool gehen, sagen, mal mir bitte einen Schuh mit 3 Streifen auf der Seite und einen Teddybären auf der Sohle, was weiß ich. AI würde das kreieren, ich könnte das vorzeigen und wir würden einen Schuh damit machen, der sich gut verkauft. Wie wird sich die Expertise von verschiedenen Funktionen in einem Unternehmen verändern wegen AI in der Zukunft? $1 Million question. Wirklich. Also ich meine, du hast es angesprochen, ich glaube, und ich kann nur sagen, mehr so ein Gut-Feeling ist es auf jeden Fall
scary. Also es wird die Jobs, die wir alle wahrscheinlich hier in diesem Raum haben, gefährden zum gewissen Teil. Davon bin ich überzeugt, weil es eben wirklich um hochqualifizierte, auch kreative Jobs geht, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, eben sehr komplexe Anwendungsfelder haben. Und das ist keine Antwort auf die Frage. Aber ich glaube, mich würde interessieren, ob jemand die Antwort hat. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es wird sich extrem stark verändern, weil, wie du sagst, AI ist jetzt ein Hilfsmittel für uns, um bestehende Anwendungsfelder, bestehende Probleme besser zu lösen. Das wird es sicher auch in den nächsten Jahren sein, aber irgendwann wird es sicher Anwendungsfelder geben, wo ich sage, brauche ich den Designer noch bei Adidas? Wirklich? Könnte passieren, ja. Ich frage mich auch immer, wie das ist in der Schule. Man kann Aufsätze machen, man muss ja nichts mehr selber machen. Man sagt, eigentlich müsste ja die Tendenz sein, mehr mündliche Prüfung, weil das ist der einzige Ort, wo man nicht schummeln kann. Also eine mündliche Prüfung ist es eigentlich, wo du wirklich bestehst, aus deinem wirklichen Können. Aber ansonsten kannst du ja Doktorarbeit, ChatGPT, guten Tag. Ich wollte nur noch hinzufügen, es ist eine sehr spannende Frage, finde ich auch. Ich glaube, heutzutage, ich weiß nicht, wie das bei Adidas ist, aber bei kleineren Marken sind all diese Funktionen immer noch, das machen externe Agenturen. Diese Skills existieren noch nicht in Unternehmen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt wird sein, dass es wird ein Anforderungsprofil für Kreative sein, das genauso wie heutzutage, ich habe vor 10 Jahren im Marketing angefangen, da musste man noch nicht Social Media können. Heute muss man das können. Ich glaube, das ist so dass wir zu einer Anforderung kommen, dass man als kreative Person das benutzen kann. Und ich bin Optimist, wie ich schon vorher gesagt habe. Deshalb glaube ich so ein bisschen, wie ich gesagt habe, die Kreativen werden kreativer und so die Normalos, die werden ein bisschen kreativer. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, jeder kann jetzt ein bisschen kreativ sein, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man nicht die richtigen Inputs gibt und nicht die Vision hat, die größere Vision, die dahinter steckt und die Kreativität, dann glaube ich, kann ich jetzt nicht plötzlich irgendwie der neue Modedesigner von Gucci sein. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Also ich hoffe nicht. Ich weiß es auch nicht. Fingers crossed, genau. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Britta, Manuela und Danke. Ben. Und einen großen Applaus. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können, aber ich könnte gerne gehen. Dankeschön.